LafargeHolcim, das ist der weltgrößte Baustoffhersteller und das sind im Wesentlichen Zement, Beton, wir nennen es Zuschlagstoffe, du sagst Kies. So ein Zementgeschäft und so ein Betongeschäft, das ist unglaublich lokal. Wir liefern häufig nur so 200 Kilometer weit. Wenn du jetzt da CEO bist in Uganda, ja, dann hast du wirklich dein lokales Werk. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du jetzt für dich diese digitale Transformation erschließen? Welche Möglichkeiten hast du da eigentlich vor Ort? Wir haben sicherlich nicht nur das Scheitern-Problem, wir haben auch das Not Invented Here-Problem. Wir müssen uns natürlich irgendwie der Sachlage stellen, dass viele Branchen eigentlich schon Lösungen entwickelt haben, die wir nutzen können. Wir sind hier heute beim SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin. Wir sind nicht wie gewohnt im Tesla, sondern drehen heute im deutschen IGO aus Aachen. Ich begrüße jetzt Philipp Leutiger, den CDO von LafargeHolcim, Weltmarktführer im Bereich Baustoffe, der bereits seit einigen Jahren sehr viele Themen in Sachen digitaler Transformation vorantreibt. Sowohl was die effiziente Datennutzung aus den Produktionsstätten auf globalem Level, als auch was Open Innovation und Co-Creation mit Startups angeht. Ich freue mich auf das Interview. Lieber Philipp, herzlich willkommen im Changerider. Ja, toll, dass du da bist. Ja, super, ich freue mich. SZ-Gipfel hier, großartig. Ja. Du bist ja Chief Digital Officer, also quasi der oberste Digitalmensch für was immer das heißt, gell? Dieses kleine Unternehmen LafargeHolcim. Richtig, ja. Erzähl mal, mach mal Elevator Pitch, was macht ihr? Ja, LafargeHolcim, das ist der weltgrößte Baustoffhersteller. Baustoffe, aus dem sind ja unsere Straßen, unsere Städte und das sind im Wesentlichen Zement, Beton und wir nennen es Zuschlagstoffe, du sagst Kies. Verstanden. Und Bauindustrie hat ja auch einen großen Boom jetzt auch die letzten Jahre auch gehabt. Also ist ja auch wirklich eine Boombranche. Und es ist ja nicht nur bei uns jetzt, sage ich mal, in der westlichen Welt so, sondern vor allen Dingen, ich sag mal, international auch in Ländern, wo ihr seid eigentlich überall unterwegs, ne? Also wir sind in 80 Ländern weltweit und wir merken das ja, also jetzt, wenn du jetzt hier Berlin anguckst, wo wir jetzt hier gerade durchfahren, dass diese Stadt wächst und was das für uns bedeutet, die Straßen, die Bahnen, ja, wie wir neue Infrastruktur brauchen. Aber in Wirklichkeit wächst natürlich nicht Berlin und nicht Zürich und nicht Paris, sondern es wachsen eben diese Megametropolen auf der Südhalbkugel. Und da sind wir in Mumbai oder in Lagos oder in Rio de Janeiro oder in Mexiko-Stadt oder natürlich in chinesischen Städten unterwegs. Und da kommt unser Wachstum, da ist unser Geschäft. Verstanden. Und jetzt digitale Transformation von so einem Tanker, also ihr seid ja wahrscheinlich eher dezentral aufgestellt, schätze ich mal. Also nicht so eine Zentralorganisation, wo jetzt ein CEO sagt, so Freunde, mit dem CDO, da lang geht's und jetzt gehen alle da lang und so. Ja. So, also erzähl mal so ein bisschen, wie habt ihr euch dem Thema digitale Transformation genähert? Wie habt ihr dort angefangen? Und wie geht ihr vor allen Dingen mit dieser wirklich wahnsinnig, wahrscheinlich sehr komplexen, dezentralen Entscheiderstruktur aus? Weil du musst ja wahrscheinlich für deine Projekte den CEO in Land X und die CEO in Land Y überzeugen, weil sonst die erste Frage ist ja, sind das überhaupt meine Projekte, sind das nicht deren Projekte? Ja? Verstanden. Das ist, glaube ich, bei uns ganz wichtig. Also so, damit du dir das vorstellen kannst, so ein Zementgeschäft und so ein Betongeschäft, das ist unglaublich lokal. Ja, also wir liefern häufig nur so 200 Kilometer weit. Das heißt, wenn du jetzt da CEO bist in Uganda, ja, dann hast du wirklich dein lokales Werk, du hast deine lokale Produktionstruppe, deine Logistiktruppe, deine Produktmanagementtruppe, die sind alle da. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du jetzt für dich diese digitale Transformation erschließen? Welche Möglichkeiten hast du da eigentlich vor Ort? Und da versuche ich dich zu unterstützen, dir Anregungen zu geben, Impulse zu geben, Werkzeuge an die Hand zu geben. Denn am Ende glauben wir, dass wir momentan in ganz vielen Orten tolle digitale Innovationen sehen, tolle Ökosysteme, Startup-Ökosysteme sehen und wir davon sehr profitieren können, da direkt sozusagen on the ground den Kontakt herzustellen, Sachen auszuprobieren, wie die für uns funktionieren und dann natürlich in der Gruppe sich auszutauschen und die Sachen, die wirklich in einem Land funktioniert haben, groß zu machen. Jetzt gerade, wie gehst du mit dem Thema Wandel um? Also jetzt auch mal gerade das
Thema hast du eben gesagt, auch neue Dinge ausprobieren, Testing, auch vielleicht mal in einem Land. Das ist ja so in der Kernorganisation gar nicht so einfach, weil ne, wenn du dann Digitalisierungsthema wird vielleicht ja auch ein bisschen kritisch gesehen und ist was Neues, muss ich on top machen, Laden läuft ja irgendwie auch. Ne, also wie gehst du damit um, dass du dann auch trotzdem sagst, hey, okay, da testen wir mal 10 Sachen, 3 funktionieren vielleicht nicht, ein paar funktionieren, die bringen wir. Also wie seid ihr da aufgestellt? Wie geht ihr vor? Also ich glaube, für mich ist das Wichtigste, du musst das ja für die Leute erlebbar machen. Und ich glaube, was wir einfach als Vorteil erkannt haben, ist Digitalisierung. Das findet eben nicht nur statt irgendwie in Berlin und im Silicon Valley, sondern wir haben also jetzt gesehen, du kannst da in Bogota kannst du in ein digitales Startup-System gehen, du kannst in die Nairobi Startup-Garage gehen, ja, in Kenia. Ich war im CC-Hub, inzwischen das größte Startup-Ökosystem Afrikas in Lagos. Wow. Okay. Und wir haben natürlich auch Offices in Zürich oder in Boston oder in Toronto. Und dort können wir jedes Mal ganz konkret unsere Mitarbeiter in Kontakt bringen mit diesen Ökosystemen, mit diesen Ideen, mit diesen Innovatoren. Und was wir natürlich auch sind, das muss man sagen, wir waren ja schon immer Technologienutzer. Ja? Wir bauen ja keine Flugzeuge oder Autos, komplizierte Sachen, sondern im Wesentlichen, wir nutzen Technologie anderer Leute, um unser Kernprodukt auszubringen. Und da ist das gar nicht so weit entfernt für die Leute, zu sagen, jetzt nutzt ihr was anderes. Und da ist es uns jetzt schon gelungen, jetzt wirklich da in der Fläche Dutzende von Sachen mal auszuprobieren und vor allen Dingen auch zu sehen, was gibt es für Lösungen, auf die wir hier in Europa vielleicht gar nicht kommen, weil wir diese Fragestellungen gar nicht haben und weil sie trotzdem aber einen riesen Impact auf die Arbeit vor Ort haben können. Verstanden. Was sind so 1, 2 Lösungen, wo du sagst, hey, die haben wir umgesetzt. Ich habe jetzt irgendwie mal auf Twitter oder LinkedIn mal von irgendeiner Cloud-Lösung mal was gehört, wo er, glaube ich, ja Daten irgendwie reinstellt und so und wo er Werke angeschlossen hat. Wir machen sozusagen das ganze Spektrum. Wir sagen, wir wollen natürlich bei der Produktion effizienter und flexibler werden. Und genau, da werden wir tatsächlich, oder sind wir dabei, unsere ganzen Werke anzuschließen. Wir haben momentan ungefähr 50 Millionen Tonnen Produktionskapazität online. Ja, das ist also schon ordentlicher Batzen. Das sind mehrere Dutzend Werke. Und da probieren wir Datenlösungen aus mit Artificial Intelligence Experten, Machine Learning Experten, wollen uns da rangehen, wie kannst du da Prozesse umgestalten, wie kannst du auf die Maschinen besser aussteuern, Energieeffizienten heben. Aber es gibt auf der ganz anderen Seite auch ganz, ganz andere Geschichten. Wir sind in Afrika in Kontakt mit einem Ökosystem, mit einem Community-Netzwerk namens WeFarm. Die Leute sozusagen bieten Kommunikationslösungen an für Kleinbauern in Afrika und sollen eigentlich diesen Kleinbauern Hilfestellungen geben, wie sie ihre Felder anpflanzen oder welche Schädlinge es gibt, wie man darauf reagieren muss. Aber gleichzeitig produzieren natürlich solche Kleinbauern nicht nur die Lebensmittel, die du vielleicht dann am Ende im Supermarkt kaufst, sondern da fällt auch unglaublich viel Biomasse an. Und wir kooperieren mit so einem Startup-Netzwerk, weil wir mit dieser Biomasse unsere fossilen Brennstoffe ersetzen können. Und damit natürlich auch diesen Kleinbauern eine zweite Einkommensquelle erschließen können. Okay, was mega. Ohne Digitalisierung nicht möglich ist. Verstanden. Und was jetzt ja eine Frage ist, die du jetzt hier wahrscheinlich jetzt bei einem europäischen sozusagen Agrarbetrieb so nicht haben wirst. Ja? Stimmt, und das zeigt diese Flexibilität und das zeigt diese Größe auch, was wir da aus der Tiefe eigentlich unseres Netzwerks sourcen können an Ideen, an Vorstellungen. Verstanden. Und habt ihr jetzt beim Thema, wie ist so mit dem Thema Scheitern? Also ich meine, das sind wahrscheinlich Dinge, die ihr auch testet, die funktionieren auch nicht. So, wie ist es dann, wenn ihr das mit den Landesorganisationen testet und das auch mal scheitert? Also, also ich muss sagen, zuerst, ich glaube, da gibt es ganz viele Probleme. Wir haben sicherlich nicht nur das Scheitern-Problem, wir haben auch das Not-Invented-Here-Problem. Wir müssen uns natürlich irgendwie der Sachlage stellen, dass viele Branchen eigentlich schon Lösungen entwickelt haben, die wir nutzen können. Ich hatte das jetzt gerade mit der Agrarlösung erzählt, das kommt natürlich aus dem Agrarbereich, aber ich kann es dir vorstellen, wir machen auch ganz viel Logistik und jetzt können wir das selber erfinden, aber wir könnten natürlich auch auf sozusagen Logistikexperten jetzt meinetwegen bei DHL oder bei UPS oder TNT zugehen und mal gucken, was die schon sich ausgedacht haben. Klar. Und da müssen wir auch intern Widerstände überwinden, da müssen wir auch Neugier wecken, da wollen wir auch wirklich, dass die Leute rausgehen und sagen, ja, was kann man denn davon lernen? Das ist ein Weg. Lass uns ein bisschen über das Thema Kulturwandel sprechen, das ist ja auch ganz wichtig. Also wir sind ja gerade jetzt, ich komme auch aus einer Ingenieursfamilie, ne? Also da sind wir ja, sage ich mal, sehr auf die Technologie fokussiert, auch gerade in Deutschland. Ne? Da ist ja der Mensch eher so, also Technology first, Mensch second. Bei der Transformation sage ich immer, muss es genau umgekehrt sein. Ne? Also wie geht er damit um? Also, ich glaube, das ist
ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Wobei ich glaube, man muss da auch schon mal sehen, wir sind ja eine Schwerindustrie. Da wird natürlich am Ende nicht jeder praktisch in deiner New York... Ist nicht so viel Open Office, Chaka, Laptop drauf, sondern genau. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei uns ganz viele Funktionsbereiche, die viel offener, viel vernetzter, viel weiter irgendwie denken sollen und denken können. Wir setzen da im Change-Prozess sehr stark auf Empowerment und Accountability und bieten dann eigentlich Formate an. Ja? Und damit wollen wir genau diesen Widerspruch irgendwie auch auflösen, dass wir natürlich jetzt nicht den Sicherheitsexperten irgendwie fail-fast machen wollen, weil teilweise ist das wäre hart. Das wäre teilweise sehr harte Geschichte, sondern wir sagen, Empowerment, P&L-Leadership, Accountability in deinem Aufgabenbereich mit klaren Zuständigkeiten und klaren Verantwortung, das ist das, wo wir als Konzern Wert drauf legen. Das ist sozusagen die Kern-DNA, die uns erfolgreich machen soll. Und dann musst du eigentlich, empowered wie du bist, ja, dir praktisch dann die richtige Balance raussuchen. Und da gibt es Formate, die wir eben beibringen, wo wir sagen, offene Ökosysteme, Trainings, die Möglichkeiten, sich da reinzubringen und so weiter. Aber sozusagen die Balance, die musst du im Wesentlichen vor Ort für dich finden, weil wir auch glauben, dass das natürlich auch sozusagen in örtlichen Gegebenheiten, kulturellen Umfeldern und so weiter sehr unterschiedlich ist. Verstanden. Wir haben eben über das Thema Startups gesprochen. Wenn ihr euch denen nähert und mit denen, du hast ja auch das internationale Beispiel genannt, wo ihr auch mit einem Startup im, ich glaube, Agrarbereich warst, kooperiert. Genau. Also wie gehst du da vor? Da ist ja normalerweise, ich sag mal, Corporate Legacy meets Agilität und Schnelligkeit und wir haben irgendwie wenig Kohle, wir müssen irgendwie schnell rausgehen, haben eine Lösung. Ne? Also wie kriegst du die Welten da zusammen? Also dass du vor allen Dingen vielleicht auch mal schnell erstmal guckst, dass du was testest, bevor du halt von der Rechtsabteilung 9 Monate lang Vertrag schreiben lässt und dann gibt es vielleicht das Startup schon gar nicht mehr. Ne? Ja, genau. Also das glaube ich, das glaube ich, das, wo wir uns am stärksten drum gekümmert haben, weil wir glauben, dass wir natürlich durch viele Kooperationen tatsächlich viele Leute in den einzelnen Organisationsteilen direkt erreichen können, direkt etwas umsetzen können. Unsere Teams, finde ich auch ganz spannend, sind da auch zum Teil sehr neugierig drauf und wollen tatsächlich auch Sachen machen. Und wir haben ein Modell gewählt, dass wir Startups direkt verknüpfen wollen mit unseren Leuten on the ground, mit diesen accountable, empowerten P&L-Leadern und bieten denen dann einen Handwerkskasten an, dass man im Wesentlichen nicht durch den klassischen Einkauf und die Rechtsabteilung gehen muss, sondern zumindest mal für die erste Projektphase, wo wirklich was einfach ausprobiert werden soll, man da einen vereinfachten Rechtsrahmen findet, einfach eine Lump-Sum macht, ins Laufen kommt und dann nach 3-4 Monaten einfach schaut, wo steht man, was hat das jetzt gebracht und dann eben wirklich den finalen Vertrag auch irgendwie erst durchverhandelt und aufsetzt. Und das heißt, können wir noch über das letzte Thema sprechen, das Thema Talent Acquisition, also da wirklich da auch neue Talente, Digitaltalente zu kriegen, auch wenn man ja die, sage ich mal, auch gerade, jetzt sprechen wir mal vor allen Dingen über die jungen Generationen, spricht, die haben ja auch ein ganz anderes Denken, auch purpose-driven und so weiter und so fort. Genau. Also wie stellt ihr euch da aus? Wie hat sich da jetzt mal HR verändert, so in den letzten, sage ich jetzt mal, vielleicht mal 5 Jahren? Es ist ein super langer Weg, gell? Super langer Weg und auch sicherlich sehr differenziert zu sehen. Du hast natürlich, wenn du jetzt meinetwegen jetzt von einer Top-Universität, Ingenieursuniversität oder Mathematik oder Programmierung hier in Deutschland irgendwie rekrutierst, da wissen wir natürlich auch, dass die Leute gerne zu Google gehen würden oder ich habe gehört, Elon Musk war ja hier oder dann vielleicht noch zum BMW oder zum Siemens in der nächsten Reihe. Und das ist uns natürlich bewusst. Ja. Anders, fairerweise, ist es erstmal eben in den Entwicklungsländern, wo die Leute sehr wohl wissen, sozusagen, dass die eine bessere Welt haben werden, dass ihre Kinder in eine Schule gehen können, ihre Großmutter im Krankenhaus gut versorgt werden kann, eine Straße, eine U-Bahn sozusagen zu dieser Stadt beiträgt, die wir hier vor uns haben. Das liegt an uns, da kriegst du schon, das merkst du schon, was du da bekommst. Aber wir arbeiten natürlich auch mit der Idee des Purpose. Ja? Und hier mein Pitch, wenn du kurz die Zeit hast. Bitte, ja. Also du musst dir vorstellen, in den letzten 25 Jahren sind 2 Milliarden Menschen in Städte gezogen. 2 Milliarden Menschen. Und in den nächsten 25 Jahren ziehen nochmal 2 Milliarden Menschen in Städte. Wir werden ab jetzt jeden Monat auf der Welt einmal die Stadt New York bauen. Jeden Monat. Ja, das heißt, jetzt ist November, bauen wir die Stadt New York. Dezember, zur Weihnachtszeit, bauen wir nochmal die Stadt New York. Januar, Februar. Für die nächsten 40 Jahre, kannst du beim Bill Gates nachlesen, für die nächsten 40 Jahre. Also bis wir beide praktisch da
im Rollator. Bis wir 55 sind, 65 sind. Genau, so ungefähr. Ja, also es ist auf jeden Fall noch eine Weile. Genau. 40 Jahre lang bauen wir die Stadt New York. Und da wird natürlich so viel passieren. Du wirst so viele Möglichkeiten haben, etwas gut zu machen. Ja? Ressourcen schon zu gucken, die Städte auch so zu bauen, dass die Menschen das haben wollen, die Infrastrukturen zu schaffen, dass die versorgt werden können, dass die von A nach B kommen und so weiter. Aber natürlich in einer Art, die jetzt unsere ganzen Diskussionen um Umweltschutz, um Sustainability und so weiter natürlich auch irgendwie mit einfasst. Ein super komplexes Problem zu lösen. Und ich versuche einfach auch den Punkt drüber zu bringen. Du kannst jetzt mit dem Elon Musk die Mars-Rakete bauen, ja, mit deinem Talent. Und da wirst du in deinem Leben 200 Leute zum Mars schicken. Aber du kannst in welcher Form auch immer, als Startup, intern, einfach als Freelancer, was auch immer sagen, ich finde ein Modell, zu den Städten der Zukunft beizutragen. Vielleicht mit uns. Und da wirst du das Leben von 2 Milliarden Menschen positiv beeinflussen können. Okay, ja? Cool. Und das, also... Guter Pitch! Ja, so. Und das ist, glaube ich, etwas... Da bin ich auch selber passionate drüber. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe in dieser Zeit, die ich für Lafarge-Holcim und diese Rolle einnehmen konnte. Ja, dass wir eben teilweise auch in unseren Digital-Communities natürlich über ganz andere Dinge nachdenken. Ja? Und ganz andere Sachen eigentlich in den Fokus von unserer Aufmerksamkeit, von unseren Talenten, von unseren Ideen, von unseren Unternehmen, von unserem VC-Kapital und so weiter stellen. Und dass es eben da draußen unglaublich große und unglaublich spannende Herausforderungen und natürlich auch Chancen gibt. Und ich glaube, dass das schon hoffentlich einige zum Nachdenken beibringt, ja, womit sie eigentlich ihr Talent, ihre Zeit auch verwenden wollen. Cool, das war der Pitch gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt waren wir nicht im Aufzug, gell? Ja, genau, stimmt. Aber es war auf jeden Fall ein guter Elevator-Pitch. Genau, sehr gut. Ja, du, gibt es eine Scheitergeschichte von dir? Wenn ja, welche? Boah, also ehrlich gesagt eine ganze Menge. Ja, ich mache ja schon ein bisschen Digitalisierung, lag meistens daneben. Und, okay. Und ich möchte da vielleicht eine Geschichte erzählen. Das war jetzt in der Situation, wo wir auch schon sehr differenziertes, nennt das ja Cross-Silo-Team hat, wo wir dann in verschiedenen Bereichen irgendwie agil gearbeitet haben und uns gesagt haben, wir wollen eigentlich natürlich noch besser werden und das noch weitergehen. Und uns war natürlich auch die Frage klar mit der Scheitergeschichte. Und daraufhin haben wir beschlossen, dass wir eine interne Fuck-Up-Night machen werden. Ja, das ist doch mega. Erstmal, ich hoffe nicht, dass das die Scheitergeschichte jetzt ist, aber okay. Die Scheitergeschichte ist, und da möchte ich, also sozusagen, das kann sich vielleicht jeder auch einfach selber nochmal, wenn er das jetzt hört, durchdenken, wie das bei ihm wäre in seiner Aufgabensituation, in seinem Bereich, gerade wenn er eben jetzt in einem so ein agiles Team in so einem relativ traditionellen Kontext gebaut hat. Die Scheitergeschichte ist, dass wir die Fuck-Up-Night nicht hinbekommen haben. Dass wir am Ende natürlich über Scheitern so gern sprechen und jetzt hier in der Unterhaltung jeder natürlich sagt, ja klar, Scheitergeschichte und so weiter, aber jetzt denk das mal durch, wie du jetzt hier meinetwegen dein agiles Team Cross-Silo aufgebaut hast, jetzt weißt du natürlich, dass der Kollege, der auch ein guter Freund für dich ist, der rapportiert natürlich an jemand, der vielleicht traditioneller über die ganze Sache nachdenkt, ja, jetzt willst du da die andere Abteilung irgendwie nicht rein fokussieren, dann hast du selber natürlich weißt du, dass du auch in einem Gesamtkontext einer traditionellen Organisation bist, möchtest dich auch nicht zu stark exponieren und du kommst daraus, dass es einfach unglaublich schwierig ist, solche Ideen, so wichtig die sind, so her die auch sind, so gut es auch ist, sowas zu teilen, wirklich innerhalb eines Konzerns zu machen. Und da glaube ich eben auch so stark an dieses offene Ökosystem, auf die Möglichkeit da draußen, das zu sehen, ja, weil es ist einfach unglaublich schwierig, mit so einer Idee, mit so einem Gedanken, so schön das jetzt hier ist, zwischen uns beiden drüber zu reden, das tatsächlich dann in einem Traditionskonzern, in einem stolzen Marktführer dann tatsächlich auch zum Fliegen zu bringen. Und da habe ich viel gelernt. Sozusagen über Scheitern und über Scheitergeschichte. Das finde ich gut. Wie man da eigentlich auch drüber nachdenken kann. Verstanden. Gibt es eine peinliche Geschichte von dir? Also bestimmt 1,8 Millionen, aber eine, die du jetzt mit ein paar Menschen teilen möchtest. Also, ich hatte, ist ja schon ein paar Jahre her, ich hatte mein Auto mal geschrottet und habe von meinen Eltern ein zweites Auto bekommen, ein neues Auto bekommen, auf das ich natürlich ganz besonders Acht geben wollte. So einen kleinen, dreitürigen Golf und musste dann da sozusagen da irgendwie von Frankfurter Raum in die Düsseldorfer Gegend nachts da die Autobahn hochfahren. Eine meiner ersten Fahrten mit dem Auto und gibt ja relativ viel Lastwagenverkehr auf der Gegend und dann ist es halt so, es ist irgendwie nachts und auf einmal höre ich da also diesen Steinschlag auf der Scheibe.
So, weiß natürlich nicht, sehe auch nichts, ist ja dunkel. 50 Kilometer später fahre ich da also praktisch in die Tankstelle, tank das Auto, gehe bezahlen, komme raus und sehe also mein Auto und diesen Riesensprung auf der Scheibe, ja, da im kalten Neonlicht dieser Tankstelle. Ja. Und da habe ich natürlich erst gedacht, um Gottes Willen, jetzt hast du da gerade schon den einen Bock geschossen, jetzt bist du gleich nochmal dran. Und denke dann irgendwie in meinem Gedanken, ja, vielleicht ist das ja irgendwie nur Schmutz oder sonst irgendetwas. Und renne also zu dem Wassereimer, der da irgendwie steht, ja, und versuche da also an dieser Scheibe rumzumachen, ja, und bin da also voll fokussiert, dass sozusagen bis also hinter mir also eine Stimme sagt, eine Dame sagt, was machen Sie an meinem Auto? Nein. Und da stelle ich fest, es steht noch ein zweiter Golf, eins neben dran. Und das war mein Golf und der war nicht beschädigt. Nein! Ja. Und nein. Okay. Ich stehe also mit dem Wassereimer ja. dem Ding. Okay, das ist mega. Der große Experte steht. Hier, 1 Euro. Ja, oder? Genau, so. Genau. Ja, die Revenue Opportunity ist ja Freemium, gell? Das ist genau. Sozusagen das nächste Mal. Aber da habe ich auch gedacht, weißt du, wie schnell man auch, sozusagen, weil man etwas erwartet, etwas sieht und gar nicht drüber nachdenkt, das sozusagen nochmal tolle Geschichte. Alles drumherum eigentlich nochmal ausprobiert. Ja, anyway, also das Auto ist heil geblieben. Gut, das ist wirklich eine großartige Geschichte. Philipp, gibt es eine Nominierung für das Format männlich, weiblich, wie auch immer? Wenn ja, wen hast du? Ich hab mal drüber nachgedacht und ich wollte einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir nominieren, Oliver Stünkel. Wir haben uns leider jetzt 10 Jahre lang nicht gesprochen, aber es wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn du zuhörst, Oliver, nochmal in Kontakt zu treten. Wir schicken es dir, Oliver. Oliver ist dann, und ich kenne die Hintergründe gar nicht, aber er hat dieses ganze Thema Emerging Markets, von dem ich jetzt hier eigentlich erzählt habe, vor 10 Jahren erkannt. Okay. Und ist damals nach Rio de Janeiro gegangen und ist da Professor, wo er sich um das Thema Post-Western World kümmert, also praktisch, wie entwickeln sich praktisch diese Ökonomien und was hat das eigentlich für einen Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel darüber nachdenken, wo Innovation herkommt. Ja? Wir denken natürlich, Innovation kommt aus Silicon Valley oder in Berlin. Das wird sich ändern. Aber ich erzähle ja, guck mal nach Bogota. Genau. Und das hat er eigentlich damals schon gesehen. Ich habe das ehrlicherweise nicht verstanden. Aber wenn ich jetzt meine Arbeit angucke, dann sehe ich, dass er da eigentlich der Change Rider war. Verstanden. Und denke da häufig dran zurück, wie wichtig das eigentlich ist, solche Leute zu kennen, die sowas so viele Jahre im Voraus eigentlich sehen, 10 Jahre im Voraus sehen und dann auch die Konsequenz haben, was umzusetzen. Also Olli, ich bin jetzt so, heute bin ich beeindruckt, dass du das gemacht hast. Und also ich sag mal, Brasilien würde ja auch gut zu dir passen. Ja, absolut, genau. Ja. Also mit dem Change Rider Mann habt ihr eher Brasilien, das ist großartig. Da erlebst du was, sag ich dir. Das, okay, ich, cool. Ja. Vielen Dank. Last but not least, dein Appell für den Wandel. Was gibt's dein Punkt für die Außenwelt? Für mich also das ganz große Thema und ich hoffe, das ist hier so ein bisschen durchgekommen. Ja? Wir sind in einer Digitalökonomie, wo wir uns mit Sachen beschäftigen, wie Pizzadienste, wie Gaming-Apps, wie Dating, wie noch einen anderen Taxiservice. Ich glaube, es gibt riesige Herausforderungen, riesige Opportunitäten da draußen. Es gibt wirkliche Probleme, die angefasst werden, die gelöst werden müssen, wo wir eure Ideen, euren Einsatz, eure Passion, euren Unternehmertum brauchen. Und guckt euch die großen Themen an, nicht nur in Europa, nicht nur in Amerika, geht raus in die Welt und versucht dort etwas zu bewegen. Ich glaube, das ist eigentlich das wahre Change Riding, das wir heute brauchen. Was für ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Philipp, ich wünsche dir das Beste. Hat großen Spaß gemacht. Alles Gute. Sehr gerne. Und keep on changing.